Hallo und herzlich willkommen hier vor der Couch. Heute geht es um die Nummer 21 aus den Singespiel- und Generalbassübungen von Georg Philipp Telemann. Ohne Sorge. Geht schlafen, geht, macht Feierabend, ihr Sorgen, hört es, legt euch doch. Wie gemein! Mit diesem Titel führen uns Daniel Stoppe und Georg Philipp Telemann mal wieder gehörig hinters Licht. Also ich denke bei so einer Überschrift eher an heiter beschwingte Sorglosigkeit oder mindestens an eine positive Zustandsbeschreibung. Aber weit gefehlt. Hier werden die Sorgen direkt angesprochen und in sehr rauem Ton zurechtgewiesen. Sie sollen endlich Ruhe geben. Kommt uns das heute nicht auch sehr bekannt vor? Wollen wir nicht auch gern mal unsere Sorgen einfach wegbefehlen? Telemann plagten Sorgen, die wir heute auch gut nachvollziehen können. Er hatte nicht unerhebliche finanzielle Verpflichtungen für einen großen Haushalt mit 9 Kindern und vielen Angestellten. Dazu hatte er ständig Huddeleien mit seiner Frau, der man nachsagte, nicht die treueste gewesen zu sein und die mit Geld nicht so besonders gut umgehen konnte. Er hatte ständig Konzerte, Kantatenaufführungen und Opern zu organisieren und dafür natürlich Deadlines zu erfüllen. Und manchmal stritt er sich sogar noch vor Gericht um Drucklizenzen oder Ähnliches. Und auch Daniel Stoppe wird sicher genug Sorgen gehabt haben. Er war Hauslehrer, also quasi auf Zeitvertrag und später Rektor und verfasste Gelegenheitsdichtungen, also sozusagen Dichter im Nebenberuf. Und da denken wir mal noch gar nicht an die großen Sorgen ihrer Zeit, wie Kriegsgefahr, Kindersterblichkeit, Seuchen, Hunger und schlechte medizinische Versorgung. Nein, schon mit den ganz normalen Alltagssorgen können wir gut nachvollziehen, dass man sich manchmal so personifizierte Sorgen wünscht, die man so richtig zusammenniesen kann. Und genau so klingt es dann auch. Total unwirsch, genervt und befehlend. Geht schlafen, geht, macht Feierabend, ihr Sorgen, hört es, legt euch doch, ihr Sorgen, hört es, legt euch doch. Ist aber total spannend, wie Daniel Stoppe und Georg Philipp Telemann diesen Effekt erzielen. Das geht schon beim Text los. Durch die direkte Ansprache, und das auch noch im Imperativ, also in der Befehlsform, werden die Sorgen vermenschlicht. Er wiederholt die Ansprache und gibt ihr somit noch mehr Vehemenz. Dann macht er den Vorschlag, die Sorgen sollen doch bitte sich hinlegen und Feierabend machen und ihn in Ruhe lassen. Feierabend ist ein super Wort und ehrlich gesagt dachte ich immer, dass es relativ modern ist. Bis ich es hier gelesen habe, hatte ich mir nie darüber Gedanken gemacht, ob es schon früher verwendet wurde. Und Telemanns Komposition verstärkt dieses Ansprechende und Ruppige total. Er lässt gar keine schönen Melodien und Linien zu. Hier steht die Musik total im Dienste des Ausdrucks. Sie besteht eigentlich nur aus gebellten Befehlen, die durch Pausen getrennt nebeneinander stehen. Außerdem wählt er einen Zweivierteltakt, der sehr gerade, fast marschmäßig daherkommt. Schon das erste Intervall, der Quintsprung abwärts im ersten Takt, klingt sehr vehement. Geht schlafen. Im Gegensatz dazu ist der Feierabend schön ausgeziert und fast feierlich verlockend. Macht Feierabend. Dann folgt wieder die direkte Ansprache, Hört es, das Nachlauschen in der Pause und offensichtlich zeigt es keine Wirkung, deswegen nochmal. Legt euch doch, legt euch doch, legt euch doch 3-mal hintereinander die perfekte Zahl. Möge es nützen. Mehr Nachdruck kann man einer Phrase eigentlich nicht verleihen. Im B-Teil wandelt sich die Perspektive. Der Fokus liegt nicht mehr auf den Sorgen, sondern beim lyrischen Ich und seiner Not. Jetzt lässt es mal alles raus und schimpft so richtig los. Schweigt und schreit mir den Kopf nicht noch weiter voll. Lasst mich doch in Ruhe, ihr habt gute Zeit. Ja, aber ich, Schweigt und schreit mir nicht den Kopf noch weiter voll. Ihr habt wahrhaftig Ruhezeit. Das ist eine schöne Formulierung für jetzt habt ihr Oberwasser. Jetzt seid ihr dran, es ist eure Zeit. Seht ihr die Zufriedenheit
Und das Ich stellt den Sorgen die eigene Zufriedenheit gegenüber, die ihnen den Weg ins Bett zeigen soll, mit so einer alten Nachtlampe durch die dunklen Gänge oder ihnen heimleuchten soll. Die euch zur Welt leuchten soll. Aber so ganz stimmt das mit der Zufriedenheit und der inneren Ruhe dann doch nicht, sonst wäre die Musik nicht die gleiche wie in der Phrase vorher. Nein, da ist kein innerer Abstand. Die Musik klingt total aufgewühlt. Die Unruhe hört man total in den 16. Noten in der Bassstimme. Seht ihr die Zufriedenheit, die euch zur Welt leuchten soll. Zur Bestätigung und Verstärkung kommt der erste Teil nochmal als Da Capo. Aber irgendwie scheinen die Sorgen noch nicht wirklich weg zu sein. Sollte man ihnen vielleicht nicht so viel Beachtung schenken? Mit ihnen leben lernen? Telemann wird jedenfalls nachgesagt, bis zum Schluss ein ziemlich vergnügter Zeitgenosse gewesen zu sein. Versuchen wir uns das doch mal anzunehmen und schicken die Sorgen einfach fort. Schweigt, schweigt und schreit mir nicht den Kopf noch weiter vor. Ihr habt wahrhaftig Ruhezeit, ihr seht ihr die Zufriedenheit, die euch zur Welt leuchten soll. Mein, sagt mir, was verzieht ihr noch? Sagt mir, was verzieht ihr noch? Geht schlafen, geht, macht Feierabend, ihr Sorgen, ödes, legt euch doch, legt euch doch, legt euch doch